Moin, moin. Es ist Zeit Es ist Zeit, für Mann. ein Geständnis. Auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Volle Wahrheit über Alexander Rakic. Bist du eigentlich eitel? Bis vor 5 Minuten habe ich nicht gewusst, was das Wort heißt, aber ja und nein, sagen wir mal so. Ich kann auch nicht mit den perfekten Haaren rausgehen, aber was wirklich sein muss, ein gepflegtes Auftreten, sauber zu sein, da bin ich richtig pingelig, oder wenn das Shirt nicht gebügelt ist und rausgehen ohne gebügelten Shirt oder so, das geht gar nicht. Ich bin immer eigentlich bodenständig und eigentlich wurde ich auch so erzogen. Von meinen Eltern und von meinem damaligen allerersten Trainer. Möchtest du das Menschen die Anerkennung schenken? Natürlich möchte man immer Anerkennung. Es ist auch was ganz Gutes. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, würde ich nicht da sitzen, und wenn wir das nicht drehen, und würde ich auch nicht erfolgreich oder nicht nach Erfolg streben. Schätzt du dich als angenehmen Menschen ein? Ja, eigentlich schon. Ich bin unkompliziert. Ich gehe auf Sachen ein und ich akzeptiere halt auch viele Sachen. Nur wenn meine Theorie nicht dahinter steckt, also zum Beispiel man sagt mir was und es passt einfach nicht zum Thema oder so, dann gebe ich schon meinen Senf dazu. Ich bin jetzt nicht ein Mensch, der halt richtig insistiert, es muss meinen Weg gehen und es geht nur so, wie ich es will und anders nicht, weil es funktioniert nicht immer so. Bist du aggressiv? Aggressiv in der Form, in der Freizeit, nein. Könnte mal schon im Auto einen Auszucker haben, wenn mich jemand schneidet oder vor allem, wenn mich jemand beleidigt. Es gab auch Fälle, dass ich rausgegangen bin oder gespuckt habe vor Corona, weil jetzt Spucken vor Corona war noch erlaubt. Es gibt schon Situationen, wo ich auszucke, vor allem beim Zocken, aber so, dass ich jetzt Verständlich. Ja. Kann man so machen, aber so, dass ich jetzt auf der Straße, wenn mich jemand blöd anschaut oder so, dass ich aggressiv werde, nein. Und vor allem auch im Kampfsport, wenn ich im Sparring bin oder so, dass ich aggressiv bin. Eine gewisse Aggressivität gehört dazu, aber man sollte eigentlich immer eiskalt und Kontrolle bewahren und ruhig bleiben. Bist du lustig? Ja, schon. Ich spaße oft, ich lache gerne über andere. ich lache gerne halt über andere. Und mit meinen Jungs, da verarschen wir uns immer gegenseitig und das ist auch gut so. Natürlich muss ich auch einiges einstecken, aber ich finde da immer schon einen Weg, dass ich jedem seine Retourkutsche gebe. Kann man Spaß mit dir haben? Auf jeden Fall. Man kann alles machen, fast alles machen mit mir. Es müsste halt nur einen gesunden Weg haben. Leute verstehen Spaß immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn das dann in eine falsche Richtung geht, bin ich raus, weil da steht eigentlich viel auf dem Spiel und meine Karriere, und ich bin eigentlich im Endeffekt ein Familienvater, habe eine Ehefrau und habe eine Karriere. Wann bist du traurig? In der letzten Zeit öfter, weil ich mache gerade eine schwere Zeit dadurch, dass ich vor 6 Monaten mich am Knie operiert habe und meinen wichtigsten Kampf bis dato verloren habe. Natürlich gab es eine Zeit, wo ich richtig traurig war, wo ich geweint habe, wo ich emotional war, aber da halt durch meine Frau und durch meine Familie hat sich das ein bisschen verbessert, aber natürlich ist man traurig, weil es ist immer so, ich schaue jetzt aus dem Fenster und sehe die anderen Kinder im Park oder im Käfig spielen und ich kann nicht mitspielen. Das ist das Gleiche wie, ich komme in ein Gym, die alle trainieren, alle machen Sparring, alle machen was und ich darf nicht. Und das zieht mich ein bisschen zurück und das macht mich natürlich traurig. Aber ich habe das schon ein paar Mal durch, ich habe gelernt, geduldig zu sein und die Zeit wird auch vorübergehen und dann werde ich wieder mitspielen können. Wann bist du sauer? Wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren, sei es im Training oder sei es im Berufsleben, also Meetings, wenn was nicht klappt, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin halt ein Mensch, der sehr zielstrebig ist und meine Ziele auch fast immer erreiche. Und wenn das halt da nicht klappt, kann ich schon manchmal sauer sein. Und wenn ich Hunger habe, natürlich. Was hasst du? Ich hasse, wenn man mich anlügt, wenn man mich betrügt, wenn man nicht ehrlich ist. Eigentlich sollte es immer so, jeder Mensch eigentlich sollte diese Sachen hassen, weil sowas passt einfach nicht in unseren Lebensstil. Ich habe auch gelogen, ich war auch nicht ehrlich, ich habe auch gelästert über andere. Wir sind nicht alle perfekt und das ist aber auch gut so, aber mit der Zeit wird man älter, wird man erfahrener und wir wollen einfach nur von Tag zu Tag ein besserer Mensch werden. Ich habe jemanden zum Versorgen, also ich will, dass ich von Tag zu Tag ein besserer Mann und Mensch werde.
Was vermisst du am Kindsein? Als Kind ist man irgendwie so frei, da hat man keine Aufgaben, da hat man keine Rechnungen zum Bezahlen, da hat man Weniger Verantwortung auch. Genau, man wird gefüttert, man wird, es kommt immer darauf an, wie alt das Kind ist, aber keine Verantwortung. Lass Kind sein. Ich bin schon so froh, wie diese Dinge gelaufen sind, außer eine Sache. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ich im Kindsein früher gemacht hätte, oder ich hätte viel früher mit dem Kampfsport begonnen. Also ich habe mit 13 mit dem Kickboxen begonnen. Ich habe davor Fußball gespielt. Ich würde am liebsten, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, würde ich schon so mit 6, 7 zum Ringen anfangen. Ringen ist eigentlich die größte Basis im MMA, und wenn man das Tool hat, einen guten Grund hat, kann man auch gut aufbauen. Das ist eigentlich die ganze eine Sache, die ich machen würde. Auch wenn es total unwahrscheinlich ist, dass dein Sohn keinen Sport macht, aber sollte es aus unerklärlichen Gründen dazu kommen, wie würdest du zu deinem Sohn stehen? Erst einmal bin ich Mutter, ja, und natürlich, ich bin, egal für was sich mein Kind jemals entscheidet oder egal was er machen will, stehe ich dahinter, ja. Jeder, der den anderen kennt und uns kennt, weiß, wie er ist. Wir sagen es nicht umsonst, es ist unmöglich, dass er nicht einen Sport machen wird. Er hat so viel Energie und die muss er irgendwo rausbekommen. Warum wolltet ihr Eltern werden? Für mich war das eigentlich seit Kind auf klar, dass ich einmal Vater werde, also Vater sein möchte. Eigentlich Familie ist irgendwie das Schönste auf der Welt. Neben dem Sport und neben des Ganzen ist die Familie ein Rückzugsort oder also da, wo man sich zurückzieht und wo man halt geliebt wird, egal wie man ist. Denkt ihr, euer Sohn oder eventuell eure Kinder eines Tages werden euch als gute Eltern anerkennen? Ich hoffe es. Also wir geben uns schon sehr Mühe. Ich bin halt oft nicht da und oft Trainingscamps und Meetings und hin und her. Meine Frau ist da mehr mit meinem Sohn. Ich mache mir natürlich oft Vorwürfe, dass ich was verpasse, oder zum Beispiel, als er noch kleiner war, dass ich eben die ersten Laufschritte nicht mitbekomme oder so, oder das erste Reden. Aber natürlich mache ich mir immer Vorwürfe, dass ich was verpasse, und ich hoffe dann nicht, dass mein Sohn dann irgendwann einmal sagt, wenn er größer wird, ja, du warst nicht da, als das war. Das ist eigentlich meine größte Angst, aber wenn ich dann da bin, widme ich mich 100%ig zu meinem Sohn. Also die Ansammlung an Produkten hier in der Ecke gefällt mir am meisten. Das sind Geschenke. Das sind Geschenke, Ja? wir trinken nicht, das sind Geschenke, die erste Mal, die Leute kommen in die Wohnung, die bringen irgendwas. Wir haben auch Familienfeier gehabt letztens. Jede Familie ist mit einem Alkoholgetränk gekommen. Wir geben das eigentlich nur weiter. Alle, die Leistungsfähigkeit und Gesundheit fördern möchte, schaut beim ESN Store vorbei. Ihr findet unter den Rubriken Food and Snacks, Vitalstoffe, Proteine, alles, was die Leistung fördert und die Performance bringt. Mit Code Rocket bekommt ihr mindestens 10%. Revier markieren, wie die Hunde. Was ist eigentlich dein Antrieb, Geld zu verdienen? Meine Familie zu ernähren, das ist eigentlich der größte Grund. Ich habe den Sport nicht gemacht, damit ich jetzt groß Geld verdiene. Natürlich war auch mein Ziel, Weltmeister zu werden, aber es gibt klare Definitionen von Weltmeister. Es gibt 0815 Weltmeister und dann gibt es Weltmeister in der UFC. Am Anfang habe ich mich ja da nicht auch so gefunden, aber dann, als die ersten Erfolge kamen, ich muss ehrlich sagen, bis zur UFC pro Kampf 1000 Euro gemacht, nicht mehr, und von 1000 Euro kannst du nicht leben, vor allem nicht in Österreich. Ich habe den Sport eigentlich immer nur gemacht als Spaß und wenn ich ihn liebe, aber natürlich durch den Vertrag mit der UFC sind da andere Geldsummen, spielen da eine Rolle, und dann, als ich den ersten 5-stelligen Betrag auf meinem Konto gesehen habe, habe ich gewusst, okay, es könnte in die Richtung gehen, dass ich nur das mache. Hast du einen guten Bezug zu Geld und wirtschaftest du nach eigenem Ermessen vernünftig? Ich habe ein gutes Verhältnis mit Geld, und momentan investiere ich halt sehr viel in mich und in meine Coaches und in meine Performance, weil ich denke, es ist an der Lage, ich bin jetzt in der Phase, wo Geld sparen und Geld auf die Seite legen nicht richtig ist. Was wird einmal kommen, sagen wir mal in 10 Jahren, wenn ich dann langsam meine Karriere beende, dann werde ich wahrscheinlich ein paar Money Fights machen oder was auch immer, wir werden es nicht wissen. Aber jetzt momentan investiere ich halt sehr viel in mich, damit ich halt noch ein besserer Athlet bin. Und das heißt, wenn ich ein besserer Athlet bin, performe ich besser, dann wird auch mehr Geld fließen. Ich bin nicht jetzt so einer, der gerne prahlt mit Geld, mit teuren Markensachen, mit Markenuhren und so. Aber natürlich gönnt man sich ja mal was, und das ist auch vollkommen legitim. Hast du viel Geld? Wenn du 95
1% der Menschen fragt, ob er viel Geld hat, will jeder sagen, nein, er will mehr. Also wir sind eigentlich immer, wir wollen immer mehr. Jeder Mensch will immer mehr und mehr und mehr. Ich würde mal sagen, mir geht es gut, es ist wie es ist. Ich bin auch sehr zufrieden, es kann immer besser sein. Ich arbeite auch darauf hin, dass es besser wird. Mit Geld kann man sich fast alles kaufen, aber die Gesundheit nicht. Und für mich ist die Gesundheit das Allerwichtigste. Wie viel Geld hast du für deinen Kampf mit Jan bekommen? Ich habe $75.000 bekommen. Ja. Wenn du reflektierst, ist es eine anständige Summe? Gar nicht. Was denkst du, wäre eine Summe gewesen, die dir recht gewesen wäre? Das, was ich alles geleistet habe, das, was ich alles geopfert habe in den letzten Monaten, im letzten Jahr, wäre 1 Million ganz gerecht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem Jan-Fight ein Minus gemacht. Die ganzen Coaches, das ganze Camp, die ganzen Steuern. Fürchtest du dich vor dem Altwerden? Ich fürchte mich nicht vom Altwerden. Warum? Dadurch, dass ich eine Familie habe und einen Sohn und hoffentlich dann noch Kinder, dann ihn zu sehen, wie er erwachsen wird, wie er seine Erfolge strebt, wie er erfolgreich wird. Ich habe einen gesunden Lebensstil und so Gott möchte, werde ich auch lange leben. Mit zunehmendem Alter schwindet ja auch die Kraft. Wie ist dir bei dem Gedanken, eines Tages nicht mehr so stark sein zu können, wie du es heute bist? Wenn ich nicht mehr so stark bin wie jetzt oder nicht so schnell, dann habe ich aber wenigstens die Erfahrung. Und es gibt viele Kämpfer oder viele Leute, die mit Erfahrung gewinnen. Es ist halt immer so, eine Sache habe ich nicht, was ich jetzt habe, und dann umgekehrt ist es dann so, die eine Sache habe ich, die andere habe ich nicht. Denkst du wirst als älterer Mann gut aussehen? Ich hoffe es. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass ich die Body Shape beibehalte, die ich jetzt habe. Vielleicht noch mehr, weil ich werde mich dann, wenn ich dann aktiv nicht mehr kämpfe, mehr auf das Fitnesstraining fokussieren, mehr Muskelaufbau, damit ich noch stabiler und geiler wirke. Nein, ich bin da optimistisch. Wie würde ein Rückkampf zwischen dir und Jan ausgehen? Wie wäre das Kampfgeschehen? Er ist ja nicht umsonst dort, wo er ist, und er ist hart im Nehmen, er ist stark. Ich werde mich natürlich, wenn es dazu kommt, noch härter vorbereiten. Nicht nur härter, noch klüger vorbereiten. Ich war in den Kampf in meiner besten Verfassung des Lebens. Ich weiß, dass ich ihn besiegt hätte, wäre der Kreuzbandriss nicht passiert. Rückkampf gegen Jan, kurz und klar, dominanter Sieg. Wie würde ein Kampf zwischen dir und Jiri aussehen? Wäre das was Interessantes für dich? Ich und Jiri und der Ankalaev, wir sind ja alle das gleiche Jahrgang. Wir sind alle jetzt 30, wir sind alle in der Top 5. Ich weiß ganz genau, dass der Kampf zwischen Jiri und gegen Ankalaev stattfinden wird. Ich glaube auch, dass, weil wir eben so jung sind und so dominieren in der Top 5, dass wir auch öfters kämpfen gegeneinander. Bei Jiri ist es so, er fühlt sich halt richtig wohl im Chaos. Wenn ein Chaos entsteht im Käfig, da sieht er seine besten Chancen. Ich bin komplett das Gegenteil. Ich mag es erst geordnet. Wenn man Ordnung in Chaos reinbringt, da muss ich nicht weiter sagen, was dann passiert. Welcher Gegner würde dir zittrige Beine bereiten? Meine Frau. Also bevor ich mit der UFC in Vertrag war, waren für mich natürlich meine Vorbilder Jon Jones in der UFC, und da habe ich mir auch gedacht, gegen den würde ich mich nie trauen zu kämpfen, weil der ist eigentlich unsterblich. Dadurch, dass ich mit der UFC unter Vertrag bin und dass ich natürlich das nötige Selbstbewusstsein habe und mich auch bewege dort, wo sie sich bewegt haben oder bewegen, sehe ich sie eigentlich nur als Konkurrenten, und ich weiß ganz von meiner Seite aus, es gibt keinen Gegner auf der Welt, gegen den ich mich nicht trauen würde zu kämpfen. Vor allem würde ich nicht zittern, weil wir sind alle Menschen, wir kochen alle nur mit Wasser. Ich weiß, dass ich jeden besiegen kann auf der Welt. Macht es Spaß, sich zu kloppen? Ja, schon. Es befriedigt einen schon sehr. Ist man gerne auf der Seite vom Austeiler, der gern austeilt, und nicht der kassiert. Aber zum Glück habe ich so einen Kampfstil, ich kassiere nicht viele Schläge, auch nicht im Sparring, und bin mehr der austeilt. Also klipp und klar, ja. Denkst du bist ein guter Kämpfer? Ich denke, ich bin ein guter Kämpfer, aber ich weiß auch, dass sehr viel Potenzial in meinem Gen steckt und dass ich noch sehr viel zu lernen habe, um die beste Version Alexander Rakic rauszukitzeln. Ich habe die nötigen Coaches dazu, ich habe die nötigen, sagen wir mal, Jahre zum Trainieren, und ich glaube, ab jetzt und in weiteres komme ich in meine Prime. Ich bin gerne so einer, der sich weiterentwickelt und der Meinungen akzeptiert und Trainingsmethoden akzeptiert. Ich bin gut, aber ich werde besser. Zeit wird es zeigen. So, wir haben heute blank gezogen. Das war das Geständnis von Alexander Rakic. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden und die Antworten haben euch einen anderen positiven Einblick in mein Leben gegeben. Ich bin mega happy und ich fühle mich wirklich erleichtert. Ich habe jetzt alles rausgelassen, was sich angestaut hat.